eigentlich unglaublich, wenn man 3, 4 Töne hört, dass jeder sofort weiß, welche Stadt es ist. Das ist ähnlich wie der rote Bus. Es gibt so ein paar Signature Design Elements da. Und so gibt es eben auch so ein paar Signature Sounds. Eben diese Vielzahl an Einflüssen, diese unterschiedlichen Stimmungen, durch die wir da auch gelaufen sind an dem Tag, wo wir geshootet haben. Das gesamte Projekt war insofern herausfordernd, dass man 2 völlig unterschiedliche Parts eigentlich produzieren musste. Das eine ist das Visuelle und London hatte seine schönen Seiten, aber auch natürlich, was die Logistik angeht, auch seine herausfordernden Seiten. Das ist natürlich im Hintergrund kein roter Bus. Wir drehen es mal. Zu schauen, dass man in diesen 2 Tagen eben das alles einfängt, was wir uns für den Film vorgestellt haben, für den Sound der City. Das war eine große Herausforderung und man musste eben auch am Ende nicht, funktioniert das dann auch so im Studio. Das, was Benny als Sample schon vorbereitet hatte, hat uns quasi erstmal ein grobes Bild gegeben. What the Film, tierisches Team, ich bin so froh über die Zusammenarbeit, es ist sehr smoothes Interagieren. Endlich fühle ich mich verstanden. Ich wollte hier Klamotten anprobieren, aber ich habe erst das Gefühl, dass Max meine Ideen nicht so ganz annimmt, aber jetzt immer mehr. We're doing a little thing. You could be my stunt double. Yeah, we're really playing ball. Ich bin jetzt extra nach London geflogen, um Benny Greb bei die Rich Big Band anzuschauen. Was geil? Das war der absolute Oberhammer und ich kann jedem empfehlen, der mal die Chance hat, das zu sehen, geht hin. Und der ist halt auch die ganze Zeit unterwegs in dem Fall, oder? Der ist im Endeffekt ständig unterwegs und deswegen wollte ich ihn als Markenbotschafter haben. Nicht nur, weil ich selber Schlagzeug spiele, sondern auch, weil er genau das repräsentiert, was für mich der Vagabond ist. Er ist ständig unterwegs, er beansprucht die Uhr. Ja schon, da geht schon was. Ich meine, der haut die ganze Zeit rum. Der braucht eine zuverlässige, leichte Uhr, die viel mitmacht, Okay. aber auch im entsprechenden Ambiente mit dem entsprechenden Outfit auch gut aussieht. Okay. Und da ist natürlich der Vagabond perfekt und deswegen ist er für mich eigentlich der perfekte Repräsentant für die Kollektion. Das ist eben sowohl an Städten als auch am Reisen, als auch in der Musik so interessant, nämlich Kontrast. Also Kontraste zu haben, zu sagen, okay, das und irgendwie ist es alles in einer Stadt und irgendwie ist es alles an einem Instrument und irgendwie ist es alles in diesem Film. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Motto für uns gewesen, uns da auszutoben. Wir haben mit der Fortis einen Kunden, der ein mega offenes Mindset hat, sich von vornherein bei diesem Konzept genau das so vorstellen konnte. Cheers. Die Marke Fortis hat auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Wir müssen immer den Mensch hinter der Uhr betrachten. Wir wollen ja mit jeder Kollektion auch einen bestimmten Charakter darstellen. Ein geiles Wochenende. London ist wirklich eine perfekte Stadt für sowas. Mit den ganzen Facetten, die du dann hast. Von den ganzen verschiedenen Gegenden und Ambienten, die man da hat, ist unfassbar. Wirklich. Ich habe jetzt 8 Shows gespielt mit der Buddy Rich Big Band. Job ist dazugekommen und dann haben wir das hier durchgezogen. Das ist eben eine Facette von, wie ich mich in anderen Städten zurechtfinden muss in meinem Job. Und dann haben wir das zum Thema eigentlich gemacht. Heute war ich nicht ganz ausgelastet. Ich musste von A nach B laufen. Das kann ich. Aber ich freue mich sehr auf nächste Woche, dann auch eben Schlagzeug spielen zu können und das musikalisch noch zu untermalen. Aber es fühlt sich jetzt schon an, als geht das in die gute Richtung. Das hier und das hier könnte man auch in einem anderen Setup machen.
Also man könnte sagen, nur die Hi-Hat steht da oder nur eine Snare steht da und ich spiele Brushes drauf. Ich glaube, wir haben ein Problem. Es wirft, glaube ich, eher Fragen auf. Springt aus dem Bild, ja. Ja, Das ist, glaube ich, das Problem, das wir da haben. Ich finde es eigentlich ganz geil. ich hatte das früher mit meinen Eltern. Ich habe ab und zu gesagt, so darf ich heute Abend weg? Und dann haben sie gesagt, Benny, du musst verstehen. Und irgendwann habe ich meinen Eltern gesagt, sag einfach nein. Es ist okay. Machen wir nicht, Benny. Wir machen es nicht gut. Das heißt, alles ist im selben Setup. Jetzt bin ich natürlich in meinem Natural Habitat hier und das ist der Teil, auf den ich mich am meisten gefreut habe, nämlich zu diesen Bildern der Collage von London jetzt die passenden Sounds dazu zu finden und da eine Entsprechung zu finden, soundmäßig, teilweise arrhythmisch, teilweise rhythmisch. Ich habe ein paar schöne Beats überlegt, ein paar Sachen, die ineinander zahnen sollen. Ja, die Aufgabe ist natürlich was anderes als einen Song irgendwie zu unterteilen. Das ist normalerweise ja unsere Aufgabe, zu sagen, wir sind so ein bisschen die Architekten des Songs. Hier haben wir viel weniger Zeit, wollen vieles unterbringen, wollen es aber auch nicht überladen. Das ist also so eine Balance, die man irgendwie finden will. Man will, dass es immer interessant bleibt und dass ich auch mein Ding ein bisschen machen kann, dass ich aber trotzdem den Filmjungs damit auch einen Gefallen tue, dass man es gut schneiden kann. Also es gab mehrere Anforderungen hier. Ich hoffe, dass wir es alles unter einen Hut gebracht haben. Dann haben wir mit Benny einen Weltklasse-Drummer, der nicht nur super improvisieren kann, sondern eben auch ganz genau weiß, welche Hits er setzen muss. Ich bin immer bereit. Man braucht natürlich auch einen Space, wo man sowas machen kann. Allein platzmäßig, von der Größe des Sounds, auch den wir erzeugen wollen, ist das einfach der richtige Platz dafür. Ich bin sehr froh, dass Sven dabei ist. Wann immer es um Sound geht und um meinen Drum-Sound geht, habe ich immer gerne Sven dabei. Und auch hier konnte man ihm das alles gut hinwerfen und es kommt was Gutes bei raus. Also da bin ich auch sehr dankbar für. Ja! Du musst ja doch immer auf das Boot aufspringen, damit er denkt, man ist dabei. Wir haben gerade die Main Grooves eingespielt. Es geht darum, dass wir verschiedene Teile haben und die haben auch eine verschiedene Instrumentierung. Dann muss ich das da hinlegen und da hinlegen. Das ist aber völlig egal. Was wichtig ist, wie schon der Altbundeskanzler sagte, das, was hinten bei rauskommt. Und deswegen haben wir jetzt nochmal geguckt, dass wir alle Teile haben, den Sound irgendwie haben, die verschiedenen Instrumente haben, sodass wir am Schluss diese visuelle Collage, die schon in London passiert, die dann zwischengeschnitten wird, auch musikalisch quasi unterstützen können. Ich bin ganz besonders stolz auf das Mikrofon, das da unten am Knie ist. Das rennt durch einen Verzerrer durch und damit wird dann alles so ein bisschen verwaschen und es kriegt so einen urbanen Touch. Es klingt eher wie so eine U-Bahn, die gerade ohne Bremsen in so einen Kopfbahnhof reinrollt. Heute hat man einfach Benny in seinem Handwerk bestaunen können und es war natürlich ähnlich laut wie in London, nur es war irgendwie noch mal was anderes, weil wir haben gesehen, wie Benny einfach auf diese ganze Geräuschkulisse, die wir irgendwie mit ihm gemeinsam vor der Kamera eingefangen haben, heute reagiert hat. Man hat also auch den kreativen Benny gesehen, auch den inspirativen Benny gesehen und ich glaube, dass wir jetzt einen riesigen Korb haben mit Tausenden von guten Sachen. Also der Sound von Benny aus verschiedenen Einstellungen. Wir haben das tolle Bildmaterial aus London. Jetzt das Ganze im Stück zusammenzuführen, ist wie bei allen Filmprojekten eigentlich der wichtigste Part, weil sich jetzt eben auch zeigen wird, ob das Konzept aufgeht. Und es ist dann gerade bei uns in der Postproduktion die größte nervenaufreibende Geschichte, weil sicherlich auch dann da auch wieder diese kleinen Erfolgsschritte kommen. Das Gefühl ist am Ende aber umso stärker, wenn man sieht, dass es dann im Schnitt auch funktioniert.